Ja, liebe Leute, der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da, das Feld, der Acker wird gepflügt. Es ist Herbst, es ist dunkel geworden, es ist kalt geworden und sicherlich habt ihr auch schon darüber nachgedacht und wir übrigens auch, ein Winterauto muss her. Also ein gemütliches Auto mit viel Platz, einer guten Heizung, Winterreifen und es darf natürlich nicht allzu viel kosten. Toll ist natürlich auch, wenn es TÜV hat. Und was ich natürlich klasse finde, ist ein Auto, was nicht jeder hat. Also gibt es das überhaupt, ein Auto für wenig Geld, was nicht jeder hat und was Sitzheizung hat und eine tolle Heizung und vielleicht auch noch wenig verbraucht und noch ganz gut in Schuss ist und das Ganze so für 1.500 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro maximal gibt es. Und zwar dieses hier, ein Rover 75 oder 75, aber wir sagen jetzt 75, weil es nämlich ein britisches Auto ist. Rover, auch eine Marke, die es nicht mehr gibt. Und es ist ein seltenes Auto. Es gibt ja nicht mehr viele. Und wenn es die gibt, gibt es die für ganz, ganz kleines Geld. Wir haben euch mal dieses Ding hier mitgebracht. Das ist ein Kombi, nannte sich Tourer bei Rover, hat den 2,5 Liter Sechszylinder drin. Es gab auch noch einen 2 Liter Sechszylinder und einen Vierzylinder Benziner. Aber es gab natürlich auch noch einen 2 Liter Diesel von BMW. Und das ist das Stichwort, dieses Auto wurde damals noch unter BMW-Rigide mit Rover zusammen konstruiert. Das hat den Vorteil, dass es, glaube ich, der beste Rover ist, der je gebaut wurde. Also es ist wirklich ein stabiles Auto, aber es hat natürlich auch viele Macken und Schwächen. Der Riesenvorteil an diesem Auto ist, ich finde es sehr hübsch. Es ist liebevoll zusammengearbeitet. Es hat eine relativ qualitativ hochwertige Technik und es ist wahnsinnig billig. Also dieses Ding hier kostet so 1.500 Euro, hat ein Jahr TÜV mit vielen Macken, die man vielleicht machen kann, aber man kann damit erstmal durch den Winter fahren. Also Stichwort Winterauto. Achtet mal zunächst auf die Reifen, wenn ihr so ein Auto kauft. Also dieses Auto ist damit schon mal ein bisschen durchgefallen, weil es Sommerreifen hat, die relativ abgefahren sind. Also hier wäre schon mal ein Satz Reifen fällig. Circa 300, 400 Euro. Dann wären wir schon mal bei fast 2.000 Euro. Ob sich das lohnt? Ja, vielleicht. Aber er hat noch weitere Vorteile. Er hat eine Gasanlage. Also man kann ihn mit Autogas fahren. Dieser Sechszylinder war ja nun nicht so ganz wahnsinnig sparsam. Das macht ihn schon wieder interessanter. Es ist ein Tourer, ein Kombi mit wahnsinnig viel Platz. Und hier sogar in der High-End-Ausstattung mit Ledersitzen, Velourmatten, Velourpolstern, diesem wunderschönen Holzarmaturenbrett. Reichlich Platz auch für Kinder und auch reichlich Platz für den großen Hund oder für alles andere, was ihr transportieren müsst. Und wie gesagt, es ist, wie ich finde, ein relativ sexy Auto, weil es hat so dieses typisch britische. Ja, das haben die damals ganz toll gemacht in der Designabteilung bei Rover. Sie haben also diese alte Rover Kernmarke, die es ja nicht mehr gibt, und haben sie wunderbar mit aufgenommen, haben hier so ein hübsches Heck gebaut. Es gab ja zeitgleich diesen X-Type von Jaguar, der mir persönlich gar nicht gefiel. Der basierte auf dem Ford Mondeo. Und das war hier eine eigene Plattform, die BMW mitkonstruiert hatte. Aber es gab hier keinen Heckantrieb, wie bei BMW üblich zu der Zeit, sondern es gab einen Vorderradantrieb. Und der Motor wurde auch nicht längs eingebaut, sondern quer eingebaut. Und der V6 war auch eine eigene Entwicklung. Also es gab keinen reinen Sechszylinder oder sowas. So, das zeige ich euch mal. Kommen wir jetzt erstmal zu den Schwachstellen. Fangen wir mal beim Motor an. Also der Vorteil des Motors ist, dass er seidenweich läuft. Ein richtig schön laufender V6-Motor. Allerdings hat er Zahnriemen. Da achtet bloß drauf, dass die gemacht wurden, weil das ist nicht so richtig lustig, die zu wechseln. Und er säuft wahnsinnig viel und die Teileversorgung ist natürlich auch jetzt nicht mehr so optimal, weil es Rover seit, ich glaube, 2002 gar nicht mehr gibt oder 2003. Es gab das gleiche Auto auch als MG übrigens, ein bisschen sportlicher. Mir persönlich gefällt diese Rover-Geschichte ein bisschen besser, weil die noch so sehr gediegen ist und sehr komfortabel. Genau, Schrauberei an diesem Auto. Es ist ein bisschen was BMW-mäßiges drin, hier wie diese ZF-Servolenkung. Die haben sie aus dem Dreier, glaube ich, übernommen. Motor, wie gesagt, eine Eigenentwicklung. Nicht überall so ganz leicht ranzukommen. Quer eingebaute V6-Motoren waren immer schon so ein bisschen problematisch. Aber für eine Saison, wenn ihr in einem Auto findet, was eigentlich ganz okay fährt, dann habt ihr vielleicht eine Saison Ruhe und dafür kann man es ja machen. Also,
Achtet darauf, dass ihr ein Auto findet, wo alles einigermaßen funktioniert. Auch die ganzen elektronischen Helferlein, die dieses Auto hier hat. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, im Inneren des 75 kommt sofort diese typische klischeehafte britische Clubatmosphäre auf. Das liegt natürlich an diesem, wie ich finde, sehr schön gemachten Holzarmaturenbrett. Das Holz ist natürlich fake, das ist kein echtes. Überhaupt ist hier vieles fake. Also auch diese wirklich sehr schön geformten Türgriffe, die so wahnsinnig massiv wirken, sind verchromtes Kunststoff. Ebenso hier. Das bricht ganz gerne raus. Typisch für diese End-90er-Jahre-Autos, und das ist nicht nur bei Rover so, das hast du auch bei vielen BMW, sind diese sich ablösenden Stoffe, die einfach geklebt wurden. Und darunter war immer so ein Schaumstoff. Das gleiche ist hier beim Himmel, das zeigt Robert euch gleich. Auch der fällt natürlich runter. Das ist immer blöd, das machen zu lassen, kostet ein Vermögen, weil das ist im Prinzip eine Sattlerarbeit. Und da muss man den ganzen Himmel runternehmen. Und also ich habe das manchmal versucht, das hat bei mir nie so richtig geklappt. Aber vielleicht bin ich da auch etwas untalentiert. So, hier hat man gleich so ein bisschen auch BMW-Feeling. Diese Schalter, das ist so BMW End-90er, wie aus dem Dreier. Der hat hier ein Navigationssystem, was natürlich nicht mehr funktioniert. Und selbst wenn es funktionieren würde, ist jedes Google-System natürlich heute weit besser. Schön fand ich immer diese halbrunden, ovalen Armaturen. Die leuchteten rot, also so orange, wenn man das Licht anmachte. Das sieht man jetzt hier im Hellen nicht so richtig schön. Das fand ich immer sehr hübsch. Dann hat er hier auch so einen kleinen Zigarettenanzünder. Hier hat er einen Aschenbecher gehabt. Da. Und hier hat er so einen Cupholder. Hier auf der Seite eigentlich auch, aber der ist leider kaputt. Dann hat er Sitzheizung. Wichtig für ein Winterauto, oder? Die funktioniert sogar noch. Achtet darauf, dass sowas auch funktioniert. Genau, also viel schrauben würde ich an so einem Auto nicht mehr, weil ich befürchte, dass dieses Auto nicht mehr sehr wertvoll wird. Also da kann man machen, was man will. Es sei denn, man verliebt sich so sehr in einen Rover 75, was ich sogar nachvollziehen könnte, dass man Lust hat, dieses Auto wieder so richtig gut zu machen. Teileversorgung. Es gibt ein paar Schlachtfahrzeuge, natürlich gerade in Großbritannien. In Deutschland war er gar nicht so richtig erfolgreich, aber in Großbritannien lief er eigentlich ganz gut. Und er wurde ja relativ lange gebaut, dafür, dass Rover dann verschwand vom Markt. Gab es ihn, ich glaube, von 98, 97 sowas bis 2003, 2004. Also in England gibt es eine Menge Geschichten. Natürlich auch Limousinen, die ich auch ganz schön finde. Das sind so richtig schöne Autos. Das Schöne beim 75 ist die Sitzposition. Man sitzt hier erstklassig drin. Also selbst als großer Mensch sitzt man hier toll drin. Diese Ledersitze sind auch eigentlich ganz gut. Dieses Auto soll angeblich nur 90.000 gelaufen haben. Das glaube ich nicht. Also da hat einer schon mal irgendwas dran gedreht. Der wirkt so wie weit über 100. Aber er läuft nach wie vor ganz gut. Also bei diesem Auto zum Beispiel muss die Vorderachse gemacht werden. Da gibt es so Bollergeräusche. Die Servolenkung hat scheinbar einen Hydraulikverlust. Das war so das Erste, was mir aufgefallen ist beim Fahren. Hinten, die Federn sind müde. Ich weiß gar nicht, ob der eine Niveauregulierung hat. Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall hängt da hinten auch schon und setzt auch relativ schnell auf. Also da ist Handlungsbedarf. Also hier steckt man schon, um den wieder einigermaßen so hinzukriegen, dass man damit gerne fährt, schon wieder sehr, sehr viel Geld rein. Also insofern ist dieses Auto jetzt ja zum Runterreiten okay, aber jetzt um den wieder aufzubauen, weiß ich nicht. Also das muss man selber entscheiden. So, alles andere an dem Rover, also Klimaanlage geht bei dem auch nicht mehr. Der hatte eine Klimaautomatik, die ist natürlich auch hat nachgelassen. Gasanlage, sagte ich schon, das macht ihn natürlich irgendwie auch ganz sparsam. Und was toll ist, er hat natürlich auch wirklich sehr viel Platz. Das war so im Prinzip damals so Passat-Größe, Dreiergröße. Aber dafür, seht ihr schon, also eigentlich sehr groß. Also wesentlich größer als ein Dreier. Also ich habe jetzt da vorne meine Sitzposition eingestellt und jetzt sitze ich hier. Und ich sitze hier sehr, sehr komfortabel. Auch wieder auf ganz weichem Leder. Und
Habe hier noch eine wunderbare Mittelarmlehne und hier habe ich auch wieder Cupholder. Das war ja Ende der 90er, war Cupholder irgendwie das absolut Wichtigste, was ein Auto haben musste. Ich weiß auch nicht, da haben die Ingenieure stundenlang dran gebastelt, dass diese Dinger irgendwie ganz weich rauskommen und sich wieder ganz weich reinschieben. Mercedes beim 211er hatten da so ein Ding, was da so aus der Mittelkonsole so mit 1000 Drehungen rauskam. Also das war ganz wichtig. Aschenbecher in meinem englischen Auto immer ganz wichtig. Hier wurde auch die Zigarre dann geraucht. Also diese Sitze sind wirklich sehr komfortabel. Man hat hier gute Kopffreiheit. Und man guckt sich dieses Auto, also ich mir zumindest, eigentlich ganz gerne an von innen. Wohl wissend, dass das hier alles kein echter Chrom ist, aber trotzdem gucke ich es mir gerne an. Und wenn man Lust hat, kann man sowas ja auch wieder reparieren. Also das löst sich halt alles mit der Zeit. Das ist halt so bei diesen Autos. Dann hat er hier verstellbare Kopfstützen, die auch ganz komfortabel sind. Genau. Gehen wir weiter nach hinten. Das ist hier so ein BMW-Ding, nicht, was ich mal toll fand. Das hatte auch der 5er und der 3er. Man öffnete hier einfach separat die Klappe und konnte dann jetzt ein paar Sachen reinschmeißen. Musste immer darauf achten, dass der Heckscheibenwischermotor mitlief, weil manchmal verstellte der sich und dann kriegte man die wieder nicht zu. Und dann hatte man natürlich die große Heckklappe und hier ist ein relativ großes Staufach, finde ich. Also da würde sogar ein großer Hund reinpassen. Genau, also das ist eigentlich so ganz gut. So, rostmäßig waren diese 75 eigentlich gar nicht schlecht. Die waren ganz, ganz gut gemacht. Und auch dieses Auto hat jetzt auf den ersten Blick keinen signifikanten Rost. Also man sieht jetzt hier keine durchgerosteten Schweller. Das ist bestimmt nicht großartig lieb gehabt worden, dieses Auto. Das ist genutzt worden. Und ich sehe hier eigentlich gar keinen Rost. Also das ist alles noch soweit gut. Der hat hier schon so einen kleinen Unfall gehabt. Hier, da ist schon so die Stoßstange, die Schürze so ein bisschen reingeschoben worden. Hier ist der Kotflügel so leicht verzogen. Aber für ein Winterauto, genau, das ist auch mal eine Schwachstelle dieser Autos Ende der 90er. Bis heute sind diese Kunststoffscheinwerfer, nicht? Die verblenden halt. Also es gibt da so Reparaturmittel, aber in der Regel reicht auch eine gute kleine Schleifplaste. Da kriegt man das wieder mit sauber. Das ist TÜV-relevant, nicht? Wenn die so verblichen sind. Also die geben dann auch einfach ein Licht. Man sieht einfach nichts. Das musste auf jeden Fall auch nochmal poliert werden. Aber gut, das kann man ja machen. Ansonsten wäre das unser Winterautotipp für den jetzigen Winter. Wie gesagt, hier Winterreifen. Ich würde die Achse machen. TÜV hat da sogar noch ein Jahr. Ja, also man steckt nochmal, was weiß ich, mit Eigenarbeit 500, 600 Euro rein. Und wenn man dann so ein Auto für 1000 oder 1500 Euro kriegt, why not? Meine Empfehlung ist natürlich der BMW 2 Liter Diesel, weil wie immer gibt es da vielleicht Hürden mit Partikelfilter hatten die nicht serienmäßig. Weiß ich nicht, ob es Nachrüstfilter gibt, bestimmt. Ob die schon drin haben. Aber der Motor war gut, der war sparsam. Das war der 320D quasi. Und hatte genug Leistung. Wer hier natürlich so das edle V6-Ambiente möchte, für den ist dieser V6 natürlich toll. Und da würde ich auf jeden Fall den großen nehmen, den 2.5er. Weil der 2 Liter V6 war wirklich sehr, sehr schwachbrüstig. Der hatte hier so knapp 170 PS, wenn ich mich richtig erinnere. Kein Rennmotor, aber es ist so zum leisen, gemütlichen, gerade hier mit der Automatikverbindung, ist das eigentlich ein schöner Cruiser. Genau, unser Tipp für den Winter 25, 26 Rover 75 Tourer oder für einen, der nicht viel transportieren muss, auch ein Rover 75 Saloon oder Limousine oder wie auch immer das hieß. Also wir fahren jetzt noch eine Runde und ich erzähle euch, wie so ein Auto fährt. Ja, welcome aboard on the poor man's Rolls-Royce. So hieß es nämlich in Großbritannien, der Rolls-Royce des armen Mannes. Und zwar deswegen, weil Rover eigentlich immer eine sehr gute Verarbeitungsqualität hatte. Also das bezog sich im Prinzip auf diesen Rover P4 damals, das Tantchen, so wurde er in Deutschland genannt. Das war also wirklich auch ein sehr, sehr schönes Auto, 50er, 60er Jahre. Ja, und dieser 75 sollte unter BMW-Rigide das wieder so ein bisschen aufnehmen. Also diese Noblesse von Rover für relativ wenig Geld. Und wie ich finde, ist denen das sogar gelungen. Und eigentlich ist es schade, dass es BMW überhaupt gar nicht gelungen ist, diese Marke am Leben zu halten. Ganz im Gegenteil, eigentlich war BMW der Totengräber für Rover und hat es dann an Ford verkauft. Das Einzige, was sie behalten haben, war Mini damals. Und Land Rover, Range Rover und Rover ist dann halt weggegangen zu Ford.
Genau, der 75, wie gesagt, noch BMW-rigide und das merkt man diesem Auto auch an. Es ist eine relativ direkte Lenkung, selbst bei diesem alten, relativ ausgeschlagenen Fahrzeug. Es ist sehr, sehr leise. Man sitzt hier wirklich in bequemen Ledersitzen, Echtledersitzen. Man hat hier ein formschönes Lederlenkrad, was hier leider so ein bisschen abgegriffen ist, in beige. Diese Farbkombination, ich finde das auch ganz hübsch. Wie gesagt, die Achse vorne ist ein bisschen ausgeschlagen, da sollte man mal was dran machen. Muss man genau gucken, welche Buchsen das sind. Aber ansonsten fährt dieses Auto gut. Und hier diese 4-Stufen-Automatik schaltet auch butterweich. Die ganzen Instrumentenbeleuchtung funktioniert. Hier ist so ein Nachtbau, DVD, Navi, Gedöns, Kram reingekommen. Das ist nicht original, aber auch das funktioniert. Klimaautomatik, wie gesagt, Klimaanlage und eine Funktion. Aber das Schöne an diesem Auto ist, wie ich finde, dass es sehr komfortabel ist, sehr leise ist und irgendwie immer noch so eine Art von Exklusivität ausstrahlt. Und der V6-Motor läuft sehr seidenweich, ist das Gegenteil von sportlich. Also wenn man ihn tritt, dann brummt er auch. Und er ist halt relativ durstig, also so 12, 13 Liter nimmt er sich in der Stadt bestimmt. Dieses Auto hat hier, wie gesagt, eine Gasanlage und damit kann man es relativ wirtschaftlich fahren, wenn sie denn funktioniert. Genau, Platz ist hier in diesem Rover genug. Alles an diesem Auto ist hier elektrisch, Fensterheber, also wirklich auch noch ein sehr modernes Auto. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man sitzt hier in so einem uralten Auto. Ich weiß gar nicht, was das für ein Baujahr ist. Ich tippe mal so auf 2000, 2003. Also durchaus auch schon weit über 20 Jahre alt. Und wie gesagt, solche Autos kriegt man im guten Zustand, werden sie, glaube ich, habe ich so das Gefühl, ein bisschen teurer. Wenn man überhaupt noch einen bekommt, dann geht es auch schon mal so 4.000, 5.000, 6.000 Euro. So ein Auto hier, 1.500 Euro mit einem Jahr TÜV und ein bisschen Handlungsbedarf, finde ich, geht eigentlich in Ordnung. Also kann man machen. Und wie gesagt, man hat hier halt diese gemütliche britische Club-Atmosphäre. Und das finde ich halt passt toll zum Winter. Ja, man fühlt sich hier unglaublich geborgen drin. Also ich mich zumindest. Dass das hier alles nicht mehr so schick und schön ist mit den Türpappen und dass man das alles wieder reparieren kann oder sollte, vielleicht auch nicht mehr kann. Das steht auf einem anderen Blatt, aber wenn jemand Lust dazu hat, so ein Auto wieder so ein bisschen herzurichten, why not? Also ich finde, das ist ein tolles Winterauto. Und mit dem Vorderradantrieb kann man mit dem Auto auch bei Schnee fahren. Da bricht nichts hinten weg. Es gab hier noch kein ESP, soweit ich weiß, aber eine Traktionskontrolle. Aber trotzdem ist dieses Auto wirklich sehr schön zu fahren. Also Rover 75, unser kleiner Winterauto-Geheimtipp. Und wenn euch das gefallen hat, unser kleines Video, und wenn ihr noch mehr über den 75 wissen wollt, wir haben dieses Auto noch, glaube ich, ein bisschen länger, können wir den auch noch mal hochnehmen, können euch noch mal ein bisschen was sagen. Mein Tipp, wie gesagt, ist der 2 Liter Diesel von BMW in diesem Auto. Der war wirklich sehr sparsam und passte auch. Also ist nicht so schön wie der V6, aber passte auch. Abraten würde ich von diesem 1,8 Liter Turbomotor. Die waren nichts. Und der 2 Liter V6 ist auch sehr schwachbrüstig und dadurch noch durstiger so ein bisschen als der 2,5er. Gut, das war's wieder. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt jetzt euren Winterautotraum gefunden und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.